Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. So, hallo zusammen zur Neumondbotschaft. Schauen wir, was ich mitkriege. Am Ende dürft ihr noch eine Karte wählen für eure Neumondphase. Für viele bringt der Neumond ja eine neue Karriere mit sich, etwas Neues im Arbeitsbereich. Die Motivation, irgendwo sich anzuschließen und irgendwo mitzumachen, ist hier gefragt. Und wir haben unterm Deck tatsächlich, sei ehrlich mit dir selbst. Hier muss man sich vielleicht irgendetwas eingestehen. Ne? Wo hat man sich zu sehr mitreißen lassen? Wo hat man sich zu sehr rausgenommen? An was hat man gearbeitet, was keine Früchte getragen hat? Wo war man an einem Platz, in dem man eigentlich nicht sein wollte? Und wo ist dann die Motivation auch flöten gegangen, für sich etwas zu tun? Die Herzensangelegenheiten legen sich hier in die Mitte. Sich selber treu sein, die Liebe zu allem, was einen umgibt. Ne? Hier liegt das Thema Liebe, Freundschaft, Loyalität in der Mitte. Hier ist es auch möglich, dass wir Motivation haben sollen, unsere Liebe mit anderen zu teilen oder mal etwas für andere zu machen oder uns von anderen mitreißen lassen, wieder aufzustehen, neu zu beginnen, den Wert der Freundschaft zu erkennen. Ja, die Konfliktkarte, irgendetwas beschäftigt uns in den Gedanken sehr. Manchmal ist es auch so, dass man vor lauter Gedanken das Herz nicht mehr hört. Wir haben hier die Blumen dabei, ne? Das Unterbewusste möchte eigentlich erblühen und Liebe, Leidenschaft, Freundschaft leben. Möglicherweise kommt man nicht in den Knick oder in den richtigen Dreh, dafür aufzustehen. Für einige kann hier auch aus Freundschaft Liebe werden oder sich etwas in der Liebe anbahnen. Es geht aber auch tatsächlich darum, dass man in der Vergangenheit irgendwo verletzt wurde. Wenn wir jetzt mit der Arbeitskarte und dem Hund, hätten wir vielleicht auch Konflikte mit Kollegen oder Verletzungen durch Kollegen. Oder auch, ja, wo ich sage, man hat schon etwas verkürzt oder von sich nichts mehr gegeben, weil man verletzt war. Verluste sind ja auch im Freundeskreis oder so, ne? Jetzt ist mir eine Karte runtergefallen, die muss ich aufheben. Moment. Ja, hier sind die Nachrichten, die liebevollen Kontakte, Nachrichten wie ein Geschenk, bereichernde Gespräche, Aussprachen, die Konflikte lösen. Es geht irgendwie darum, irgendeinen Giftstachel rauszuziehen. Ne? Ich habe hier vielleicht, dass man enttäuscht war oder vielleicht auch über sich selbst enttäuscht war und dass das, was man investiert hat, nicht gewürdigt wurde. Das kann natürlich hier auf dem Arbeitsbereich sein oder auch im Freundeskreis. Wo die Schlange ist, sind immer auch genesende Themen. Ne? Die Dosis macht das Gift und hier ist es vielleicht auch eine Aussöhnung mit sich selbst. Wo ist man sich selbst nicht treu gewesen? Wo hat man an seinem Leben vorbeigelebt?
Wo hat man Verstrickungen einfach so gelassen, obwohl man spürte, das ist giftig oder ungut. Wo hat man irgendwo auch die Motivation verloren, um mit anderen noch irgendwas zu unternehmen, weil man gedacht hat, möglicherweise passiert es hier wieder. Und ich habe hier, dass das Umfeld fordert. Ne? Das Umfeld zeigt uns unsere Dinge auf. Das Umfeld bringt uns sehr viel Bewegung mit. Das Umfeld zeigt uns, wo ist Traum, wo ist Realität. Hier hat man schöne Nachrichten. Der ein oder andere wird vielleicht auch eingeladen, die Komfortzone zu verlassen. Etwas, was man sich schon gut aufgebaut hat. Ne? Ich meine, hier ist die Motivation. Wer möchte da schon diesen guten Grund verlassen? Dem einen oder anderen steht hier vielleicht eine Reise ins Haus oder Treffen, ne? Oder man ist unterwegs mit jemandem, man motiviert sich, sich wieder aufzustellen. Hier unten haben wir den Storch und die Wege. Oh, das ist nochmal eine. Ja klar, das Kreuz wieder dabei. Hier ist sehr viel Bewegung, man wird in Bewegung gebracht. Ne? Hier ist sehr viel Kommunikation, Austausch. Manchmal hat man ja auch gar nicht so die Lust darauf und möchte sich verbal zurückziehen oder da ist alles gesagt und es gibt eh keine Worte mehr. Aber ich habe hier tatsächlich inspirierende Kontakte, inspirierende Treffen, inspirierende Menschen. Es ist für etwas an der Zeit. Es ist Zeit, eine Veränderung vorzunehmen. Vielleicht müssen wir uns noch eingestehen, wo genau die ist, aber hier sieht man die Wege kommen. Optionen, die uns geschickt werden. Inspirierende Momente, wo man sagt, okay, ich mache mich wieder auf den Weg. Das hat mich irgendwie überzeugt. Ich sehe hier, dass für einen oder anderen es sogar möglich ist, ganz neue Wege zu gehen. Das ist in jedem Bereich der Herzensangelegenheiten, in jedem Bereich des Umfeldes. Man sieht, dass manche vielleicht auch weiter weggehen oder ins Ausland. Ja? Und die Karte hier sagt, der innere Frieden möchte Einzug halten. Und unten am Deck haben wir noch den Spatz. Hier rumort die Vergangenheit in einem rum, oder was heißt rumort? Man hat sie noch im Rücken hängen und das sind keine Kleinigkeiten. Das sind schon Verluste jeder Art oder Verletzungen jeder Art, Wunden. Man wurde zurückgelassen, man konnte Dinge nicht klären, man versteht die Welt nicht mehr. Und daraus resultiert, dass man sich zurücknimmt, dass man in seinen Turm reinsitzt, dass man auf sein Fundament baut, das man hat und dass man ja niemand mehr die Gelegenheit gibt, dieses zu tun, ja? Diese Verletzungen. Ja, und jetzt wird es eben auch spannend, ne? Da, wo wir hier kämpfen mit etwas, was uns nicht in die Harmonie kommen lässt, da sagt jetzt hier dieser Seerosenteich, dass es unser Geburtsrecht ist, im Frieden mit allem zu sein. Und da stellt sich mehr Ruhe ein auf den zukünftigen Weg und man versteht immer mehr, für was die Aufgaben da waren oder die Herausforderungen, wo der Plan ist. Ja? Und natürlich auch diese Motivation, die hier am Anfang fiel, dass wir uns aufstellen, um unseren eigenen inneren Frieden zu aktivieren. Ne? Wie auch immer. Ne? Der eine geht an einen Teich, der andere trifft sich hier mit irgendjemandem, wo auch immer dein Ort ist des inneren Friedens. Man kann hier alles hinter sich lassen. Man kann das auch zum Beispiel mit dem Atem machen, ne? Dass man, wenn man ausatmet, loslässt.
Denn unterm Deck haben wir den Spatz und der möchte eigentlich mitteilen, dass wir in die Luft springen können, dass wir Juhu rufen können. Das ist ein Portal, das noch mehr Glück mitbringt oder das Empfinden von Freude, ne? Dieser schicksalshafte Weg. Und wir haben ja hier in der Mitte die Liebeskarte dabei, ne? Und da geht es immer darum, dass wir auch das, was wir lieben, tun und dass wir einfach auch unsere Liebe rückhaltlos geben. Maßvoll sein darf man hier trotzdem, aber eben sich um die Dinge kümmern, die einen selber glücklich machen und die einem selber am Herzen liegen und die Motivation dazu, wieder aufzustehen. Das ist hier die Aussage. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich bin gleich wieder da mit einer Auswahlkarte für euch. Ich drücke euch. Bis bald. So, hier bin ich wieder. Impulse für die Neumondphase zum Auswählen. Guckt mal, Neumondphase und hier unten ist der Neubeginn. Immer wieder spannend und faszinierend. So, ihr dürft aussuchen oder wählen. Ich lasse es mal so liegen. Ja, ich würde diese Seite nehmen und wir schauen, was drunter liegt. Ui, das magische Glühwürmchen. Der Rabe mit der Wahrheit. Das gute Nutzen von Zeit, das passt sehr gut, ne? Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Momente, die nach vorne gehen. Wir können Zeit nicht zurückholen und wir sollen etwas in uns und unsere Angelegenheiten investieren. Das magische Glühwürmchen, ne? Das ist so wie in der Legung vorher in der Mitte, das Herz, das da lag. Da öffnet man sich wieder für die Herzenswärme, für das innere Feuer, für Begegnungen mit anderen. Das sind magische Momente. Da ist die Verbindung zu den Elfen sehr groß. Und man sieht einfach auch wieder das Licht in den anderen und in sich selbst, egal wie dunkel es um sie herum ist. Die Lichtfamilie, die Seelengeschwister, sowas alles ist ja auch da. Ein Netzwerk von Menschen. Wir verbinden uns und lassen uns da wieder bereichern. Also die Karte passt eigentlich ideal zu der Legung vorher. Und man darf hier auch Signale aussenden, dass man bereit ist zu empfangen, dass das innere Licht wieder brennt, dass die Konzentration auf das Gute, die Wärme, das Licht und die Liebe steht, damit wir diesen Magnetismus eben erleben können, dass wir das auch anziehen. Also hier sind größere und kleinere Wunder, die den Alltag bereichern. Das ist was sehr Großes. Dann haben wir hier noch den Raben mit dem Thema Wahrheit. Da ist wirklich völlige Aufrichtigkeit gefragt bei dieser Karte, ne? Es geht darum, zu erkennen, wie die eigene Wahrheit aussieht. Es geht um Ergründung von dessen, was für uns authentisch ist und wo unsere Wahrheit liegt. Und es geht um das Echtsein und es geht darum,
ein leuchtendes Beispiel für die Wahrhaftigkeit zu sein und für die Wahrheit und auch für andere, ne? Da darf man schon auch mal hingucken, wo sagt man vielleicht nicht alles, weil man Angst hat vor der Bewertung oder vor irgendwelchen Themen, die auch wieder Wunden hinterlassen können. Schöne Botschaft, schauen wir auf die andere Seite. Ihr habt die Nachtigall, die Libelle. Lebe deinen Traum. Es geht hier darum, auch mal wieder beginnen zu träumen, irgendetwas zu visualisieren und es dann wahrzumachen. Und ihr habt hier tatsächlich noch den Glücksfall dabei. Der Ruf der Nachtigall oder der Gesang der Nachtigall, der weckt schon auch Träume auf oder zeigt einem die Sehnsüchte und Wünsche. Hier entstehen auch neue Kreise, eine Öffnung von etwas, wo du neu weitergehen kannst. Es findet sowas wie eine Erneuerung oder Erweiterung statt und man fühlt sich sehr geliebt und geführt. Hier schlägt man auch Brücken zu Verlusten oder ja, zur anderen Welt. Hier kriegt man einen Groß, mir geht es gut, sei nicht traurig. Und hier ist sehr viel Wunsch nach Erneuerung. Das passt auch wunderbar, denn ihr habt hier die Libelle dabei, die bringt den Wandel unwillkürlich auch mit. Die Karte sagt auch, du darfst deine Richtung jederzeit ändern, ne? Du musst nicht alles so machen wie immer. Hier die Libellen, die sind sehr wendig. Und so darfst du auch sein, ne? Nur weil etwas immer schon so gemacht wurde, muss es nicht immer jetzt auch wieder so gemacht werden. Und hier geht es um ein glückliches Schicksal, das dir winkt, wenn du den Blickwinkel ein bisschen verändern kannst. Und manchmal muss man auch einen Schritt nach hinten gehen, um wieder vorwärts zu kommen. Aber das Leben ist eben Wandel und nicht verharren in einer Situation, die mehr Träume hat wie Realität, nennen wir es mal so. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Neumondzeit. Ich drücke euch bis bald.